da seid ihr. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Stempel-Nerd-Video. Ich bin Jonas und unabhängiger Step-in-Up-Demonstrator. In diesem Video wollen wir uns mal nicht mit Karten beschäftigen, sondern wir wollen den Stempel-Nerd-Planer basteln. Was ist das? Stempel-Nerd-Planer klingt erstmal total toll und digital, aber der Stempel-Nerd-Planer wird am Ende aus Papier sein. Jetzt denkt ihr euch doch bestimmt, wenn ihr den Namen Stempel-Nerd hört, der Typ organisiert sich bestimmt komplett nur digital. Das stimmt auch fast. In meinem Hauptberuf organisiere ich mich mit Exchange Online, also hier Microsoft Office 365. Und mein Stempel-Nerd Office läuft hauptsächlich mit dem Google Kalender und ähnlichen Tools. Aber wenn ich so für mich am Tag abends zur Ruhe komme, dann plane ich gerne alles zukünftige analog. Und deswegen habe ich mir den Stempel-Nerd-Planer entwickelt, weil viele namhafte Planer, die es gibt, bis jetzt noch nicht so richtig die passenden für mich sind. Ihr seht es vielleicht, wenn wir nachher gleich anfangen zu basteln, das Kalendarium in dem Planer ist jetzt noch recht spartanisch, aber ich werde eine Download-Version zur Verfügung stellen, wo dann am Ende mein fertiger Planer drin ist und den könnt ihr euch dann gerne auf meiner Webseite runterladen. Also ich würde sagen, hör mal auf zu labern, fangen wir an, wir sehen uns gleich wieder auf meinem Basteltisch. Von meinem Stempel-Nerd-Planer wird es zwei Versionen geben. Einmal die Light-Version, nenne ich sie jetzt mal, also die abgespeckte Version, die man mal eben schnell basteln kann. Und dann würde ich gerne in einem zweiten Video noch die Version basteln, die noch ein bisschen anspruchsvoller ist, wo noch viele kleine Details dazukommen, dass man das Teil dann wirklich super im Alltag einsetzen kann und es einem nichts fehlt, was man für einen normalen Planer halt braucht. Also für die Light-Version brauchen wir, da fällt er schon runter, einen Farbkarton in der Farbe unserer Wahl. Ich nehme jetzt hier einmal die Farbe Espresso und dann Kopierpapier, 9 Seiten an der Zahl. Behaupte ich jetzt einfach mal. Es kann sein, dass ihr am Ende noch weniger braucht oder mehr braucht. Es kommt immer auf die Anzahl der Monate drauf an. Und es wird auch hier mehrere Versionen geben. Ich zeige euch jetzt einmal die Variante, dass wir halt eine Seite ausgestalten und dann immer wieder kopieren. Das wäre eine Variante. Und es wird zukünftig noch eine Datei geben mit dem Stempel-Nerd-Planer, so wie ich ihn am Ende auch nutzen werde, als PDF zum Download auf meiner Webseite. Ja, ich würde sagen, wir fangen schon mal an. Ne, wir fangen noch nicht an. Hier liegt noch ein Papier. Das braucht man noch. Und zwar einmal vorne drauf zur Gestaltung unseres Deckblatts. Einfach jetzt hier ein Farbkarton in der Farbe Vanille pur mit den Maßen 10,5 x 8 cm. Wie immer bei den Videos sind die Farben komplett euch überlassen. Ihr könnt das entscheiden, wie ihr lustig seid, was euch gefällt. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir packen mal das ganze Zeug zur Seite. Also den Farbkarton 8 x 10,5. Das Kopierpapier brauchen wir auch noch nicht. Was wir brauchen, ist unser Farbkarton in der Farbe Espresso. Den falze ich, das haben wir ja irgendwann mal gelernt mittlerweile, dass wir eine A4-Seite in der Mitte falzen bei 14,8 cm. Wichtig wieder die Seite mit dem Rädchen hier nehmen, nicht die mit der Klinge. Wir wollen ja falzen und nicht schneiden. So, einmal gefalzt bei 14,8. Jetzt nehmen wir immer 1 mm mehr. Also 14,9, 15, 15,1 und 15,2. Dann drehen wir den ganzen Spaß um und machen das gleiche nochmal. 14,9 haben wir, 14,8 haben wir ja schon. Also 14,9, eine Falzlinie, eine bei 15, eine bei 15,1 und bei 15,2. Und jetzt haben wir hier so einen Haufen voll Falzlinien und dann bewaffnen wir uns mit unserem Falzbein. So, hier ist es. Ja, und jetzt falzen wir das Ganze einmal in der Mitte um. Und dann versetzt man das noch ein Stückchen, damit das hier, so wie bei so einem echten Büchlein, halt hinten so ein schöner Einband wird. Damit wir hier nicht nur eine Seite reintun können, sondern auch ein paar mehr. Das ist ein bisschen fummelig.
Aber irgendwann geht das dann. Am besten nehmt ihr euch so die Tischkante und zieht euch das hier so drüber. Dann klappt das auch ein bisschen besser. So, und jetzt ist unser Büchlein schon etwas dicker. Logischerweise sind unsere Seiten dann nicht mehr mittig geteilt bei 14,8, sondern wir müssen dann natürlich ein bisschen schmaler schneiden. Wie genau zeige ich euch gleich. Das Ding legen wir jetzt erstmal zur Seite und wir machen uns an das erste A4-Blatt. Das falzen wir wieder mal mittig, wer hätte es gedacht, bei 14,8 cm. Jetzt aufpassen, das ist ja nur Kopierpapier, also nicht so doll aufdrücken, nicht dass ihr dann gleich zwei Teile habt. So, dann knickt man das einmal um. So, und jetzt habe ich ein Hilfsmittel, was nicht von Stampin' Up kommt, was mir aber meistens sehr gut hilft. Und zwar ist das, nicht erschrecken, mein Zeichenbrett. Ich habe ja irgendwann was gelernt mit Metalltechnik und da kommt man irgendwie ums technische Zeichnen nicht drum rum. Deswegen habe ich so ein Teil. Ich will euch jetzt nicht nahelegen, dass ihr unbedingt so ein Ding kaufen müsst, aber es ist halt extrem praktisch, wenn ihr halt viele Linien ziehen möchtet mit einem Kugelschreiber oder mit irgendeinem Stift und die sollen parallel sein, da ist das halt gar nicht so verkehrt. Ihr habt bestimmt irgendwo Männer oder Frauen in eurem Freundeskreis, die vielleicht auch irgendwas Ähnliches gelernt haben. Meistens braucht man das Teil nach der Ausbildung nicht mehr. Fragt die doch mal, ob die eins übrig haben. So, und jetzt nehme ich mir mal das erste Blatt. Es ist jetzt mittig geteilt und das lege ich mir hier mal ein. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch ganz einfach nehmen, Zettel auf den Tisch legen, Lineal und los geht das. Nur ich mache das jetzt mal hiermit, weil das ist etwas einfacher. So. Und dann sagen wir uns mal die erste Zeile, lassen wir oben ein bisschen mehr Platz, also 1,5 cm würde ich jetzt behaupten. Auf die Linie kommt dann unser Datum drauf. Ich sehe gerade, ich muss das so rumlegen, ansonsten haut das nicht hin. So. Also auf die oberste Zeile kommt das Datum. Da schreibe ich einfach von mir aus Montag, was ist heute? Der 28. Genau, Montag, der 28. Juli. Und dann müssen wir halt gucken. Ich mache jetzt hier von 7 bis 6,5 müsste halbwegs hinhauen. Und hier drüben ist das relativ ähnlich. Ich hoffe jetzt, dass das hier ungefähr symmetrisch wird. So. Und dann fange ich in der ersten Zeile an bei 16 und dann wird meine Zeilengröße halt immer 1 cm sein. Tja, so sieht das Ganze jetzt fertig gemalt aus. Ich habe die Linien jetzt hier nicht ganz getroffen, aber das ist jetzt erstmal nicht ganz so schlimm. Und das kopiere ich mir jetzt einfach 9-mal und dann bin ich schon so weit, dass ich auf jeden Fall jeden Tag im Monat dann quasi habe. Und ich kopiere das immer beidseitig. Dann kann ich immer schön da rein auch durchblättern. So, jetzt habe ich hier mal das Teil 9-mal kopiert. Und jetzt machen wir das wie folgt. Jetzt schnappen wir uns hier unseren Papierschneider, legen die alle aufeinander. So. Also einlegen bei 14,8, gucken, dass alles schön aufeinander liegt und dann einmal mit unserem Falzaggregat am Papierschneider darüber, ein bisschen hin und her, weil wir müssen ja eine ganz schöne Menge an Papier hier falzen. So, und jetzt knicken wir das an dieser Stelle um. So, jetzt ist natürlich das eingetreten, was mit Papier immer passiert, wenn man mehrere Seiten faltet, dass das dann irgendwann so rausschnäbelt. Wir schneiden das am Ende hier einmal gerade und dann müsste es dann auch in unser kleines Cover reinpassen. Ich
schneiden das dann wahrscheinlich auf 14 und dann ist das vorne cool. Aber vorher stempeln wir uns immer den Monatskalender quasi auf das jeweilige Blatt. Und damit das Ganze jetzt aufgeht, nehme ich jetzt die erste Seite, die ich schon habe. Die erste Seite, die ich zuerst gezeichnet hatte, war ja meine Kopiervorlage. Die lasse ich hier vorne leer. Oh, guckt mal, ich habe ganz viel Farbe in meinen Fingern. So, also die erste Seite lasse ich leer. Da kommen dann vielleicht so Sachen wie die Anschrift oder wem gehört der Kalender und der Monat, den wir gerade haben, weil wir machen das ja so, dass in unseren Umschlag immer nur ein Monat reinkommt. Durch das Band können wir das halt immer wieder rausnehmen und können halt sagen, wenn der Monat um ist, nehmen wir das Ganze, heften es irgendwo ab oder scannen es ein, legen es irgendwo digital auf irgendwelche Cloud-Dienste oder so, dass wir halt immer wieder darauf zugreifen, wenn wir mal irgendwas angucken wollen, was im vergangenen Monat oder im letzten Jahr war. Ja, wie gesagt, also hier vorne das Deckblatt und dann geht es hier los. Ich habe gerade eben schon hier mal gestempelt und dann festgestellt, dass die Kamera noch nicht läuft, also ist hier jetzt schon was drin. Ja, wir stempeln jetzt auf jede Seite unser Kalendarium von dem jeweiligen Monat. Hier ist es halt so, dass wir am Stück durchstempeln können. Deswegen würde ich euch jetzt noch mal eins zeigen und der Rest läuft dann im Zeitraffer durch. Also wir nehmen unseren Acrylblock, unser Stempelset Kreative Tage mit den Monatsstempeln und der erste des Monats Juli ist der Donnerstag. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch einfach mal den Juli, weil heute ist der 28. Und ich denke, für die 2 Tage lohnt es das jetzt nicht mehr, noch ein neues Kalendarium anzufangen. Also fangen wir ab Donnerstag an. So, erste ist also der Donnerstag, dann ist der Sonntag, der 4. Und der darauf folgende Montag wäre der 5. Da legen wir uns das hier so hin, dass wir auf jeden Fall in diesem Range hier quasi stempeln. Dann nehme ich mir ein Stempelkissen, in diesem Fall nehme ich jetzt die Farbe Lodengrün, da mein Band, was ich am Ende zum Festbinden der Seiten nehme, auch Lodengrün ist. Guck, dass mein Stempelkissen mein Stempel ordentlich drauf liegt und dann fange ich wieder an, meinen Stempel in Farbe zu tauchen. Wie gesagt, von der 5 bis zur 4 müssen wir halt Farbe drauf basteln. Ja, ist noch nicht ganz so. Und dann stempeln wir halt hier drüben unser Kalendarium drauf. Vorsicht, macht das nicht so wie ich. Jetzt habe ich hier viel zu viel Farbe oben dran. Können wir eigentlich gleich wieder abwischen. Sonst saugen wir uns hier die ganze Seite ein. Könnten natürlich auch was drüber legen. Gut, also nochmal eintauchen. So, und jetzt einmal abstempeln. Und das Ganze mache ich jetzt mal für die folgenden Seiten auch. Und das Ganze, würde ich sagen, gucken wir uns im Zeitraffer an. So, wenn wir das jetzt soweit haben, dann machen wir uns daran, den Monatsnamen quasi aufzustempeln. Was hat man gesagt? Wir wollen jetzt den Juli nehmen. Der ist auch irgendwo hier drin. Juli, den packe ich mal hier auf meinen großen, also breiteren Stempelblock in der Größe G. Dann nehme ich mir noch den Kringel für den jeweiligen Tag. Den packe ich auf meinen zweiten Stempelblock in der Größe, was ist das hier? A. Und dann kann ich mich dran machen, den Monatsnamen drauf zu stempeln, weil mein ganzer Planer ja dann in Espresso ist auf der Außenseite. Hätte ich jetzt gesagt, ich stempel den Monatsnamen auch in Espresso und den Kringel um den jeweiligen Tag mache ich in Glutrot. So, ich fange das mal hier an. Also der erste ist logischerweise jetzt doch der Donnerstag. Was haben wir noch vergessen? Wir brauchen noch einen Stempel. Und zwar müssen ja noch die Wochentage drauf, nicht die Monatstage, die Wochentage. Die habe ich hier. Nehmen wir doch 3 Stempelblöcke. Okay, dann ist das so. Also dann fange ich halt jetzt hier an, meine Wochentage drauf zu stempeln. Blub. Und dann kommt halt immer ein Kringel in Rot. Also ihr müsst das nicht rot machen, ihr könnt das machen, wie ihr Bock habt. Um den jeweiligen Wochentag. Und dann kommt noch der Monatsname drauf. So. Und wir sind im Juli.
Ja, und das würde ich jetzt mal der Reihe nach hier so durchstempeln. Und das Ganze wieder im Zeitraffer. So, ihr müsst das natürlich nicht alles stempeln. Ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr eine Seite nehmt, die ordentlich stempelt und dann kopiert und dann eigentlich einfach nur den Kringel um den jeweiligen Wochentag macht. Aber wie gesagt, das könnt ihr alles so machen, wie ihr das selber gerne haben möchtet. So, jetzt nehme ich mir meinen Umschlag, den ich ja vorhin schon vorbereitet hatte. Jetzt sehe ich ja, wie gesagt, hier, dass das alles ein bisschen übersteht. Also schnappe ich mir nochmal meine Schneidemaschine. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, also ich denke mal, mehr als 4 Seiten werden wir nicht gleichzeitig schneiden können und selbst das ist schon Quälerei für die Klinge unserer Schneidemaschine. Ja, dann teilen wir den Stapel, also, legen den bei 14,5 an und dann schneiden wir einmal vorsichtig hier lang, eventuell auch ein zweites Mal, damit wir wirklich alles erwischen. So. Und dann den äußeren Teil, also 14,5 zuklappen und dann vorsichtig am Stück. Ja, ich glaube, die Klinge muss ich bald mal ersetzen. Die hat schon lange ihre Dienste quasi geleistet. Ja, die Schnipselchen können weg. Dann setzt man das Ganze einfach wieder zusammen, also klappen auf, setzen den zweiten Teil rein. So. Können die Papierschneidemaschine zur Seite legen und das jetzt schon mal in unseren Umschlag tun. So. Falls euch das jetzt hier noch ein bisschen zu weit übersteht, dann schneidet einfach nochmal lang. Hier steht jetzt noch irgendwas ab. Dann lege ich das noch kurz in die Schneidemaschine. Halte es nochmal kurz an. Theoretisch könnte man das jetzt auch am Stück schneiden, weil wir haben ja schon ein bisschen an Material weg. Sind ja nur ein paar, die überstehen. So. Hier müssen wir nochmal drüber. So, also alles, was jetzt noch irgendwie übersteht, vorsichtig abreißen. Jetzt kann das in unser Cover. Ja, und jetzt müssen wir noch die Vorderseite gestalten. Dafür nehme ich mir jetzt hier meinen Karton in der Farbe Vanille pur. Und da habe ich mir jetzt was rausgesucht aus dem Stempelset, was es nicht mehr gibt, also derzeit nicht mehr bestellbar ist. Wunderbare Welt, aber ich fand die Sprüche gut passend und die Feder hier und das Tintenfässchen, da das so ein bisschen hier halt zum Thema Plan, Tagebuch und ähnliches passt. Und dann würde ich hier vorne den Spruch nehmen: Heute dreht sich alles nur um dich. Wie gesagt, das Stempelset gibt es leider nicht mehr. Aber ihr findet bestimmt im Sortiment von Stampin' Up was, was euch trotzdem gefällt und was ihr dann für diesen Planer verwenden könnt. So, Stempelblatt nochmal reinigen und dann fange ich jetzt hier an. Sortiere mir das mal alles auf meinen Stempel. Das Tintenfässchen. So. Gucken, dass das alles halbwegs klebt. Und dann gab es hier noch so einen kleinen Kringel, der so ein bisschen die Schrift darstellt.
Und das Ganze würde ich jetzt nochmal in Espresso machen. Alles wieder schön mit Farbe füllen und dann sitzt das hier drauf. Und dann hatte ich noch aus dem Stempelset Kreative Tage. Da gibt es ja den Spruch, denkt daran. Den hätte ich jetzt einfach noch drüber gesetzt, dass man sich so jedes Mal, wenn man diesen Kalender in die Hand nimmt, vergegenwärtigt, dass man daran denkt, heute dreht sich alles nur um uns. Also nur um dich, wie es hier in dem Spruch steht. Und dann nehme ich jetzt nochmal Glutrot und setze mir das da drüber. Denk daran, heute dreht sich alles nur um dich. So, Stempel reinigen. Und jetzt schnappen wir uns mal wieder unseren Kleber. Und streichen das hier großflächig ein. Das ist immer noch der beim letzten Mal schon fast alle war. Ich weiß auch nicht, warum ich noch keinen neuen aufgemacht hatte. Sieht jetzt nicht schön aus, aber es wird trotzdem halten. Ich nehme jetzt nochmal hier die große Spitze, um das schön zu verteilen, dass wir keine Blasen haben. Und dann werfen wir das hier vorne drauf. Ich sehe gerade beim ersten Versuch habe ich es hier anders gemacht. Andersrum, ist aber nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch dran machen, in unser Geschenkband drum zu wickeln. Man kann das natürlich auch mit einem Gummiband machen, würde ich euch auch empfehlen, weil wenn ihr den Kalender dann rausnehmen wollt, mal später, jetzt wenn der erste Monat um ist und das austauschen wollt, geht das mit einem Gummiband bestimmt schöner. Aber ich habe jetzt gerade leider nichts anderes da, deswegen muss uns das jetzt hier reichen. So, tolle Knoten. Kann man jetzt hoch oder runter machen, wie man das möchte. Kann es auch reinmachen. Ja, und dann können wir hier losblättern. Ja, das war jetzt quasi die Light-Version. Es wird noch eine Version geben, die ist ein bisschen ausgefallener, ein bisschen aufwendiger. Da basteln wir jetzt noch irgendwie Taschen dran und kleine Trageschlaufen, vielleicht für den Stift, den wir dann noch hier ransetzen, und Umschläge. Vielleicht nehmen wir auch doppeltes Papier, das weiß ich noch nicht. Ihr könnt mir ja mal unter das Video schreiben, ob ihr da Lust drauf habt, auf einen Teil 2 von diesem Video für die Premium-Version, sage ich jetzt mal, von dem Stempel-Nerd Planer. Ich freue mich auf das Feedback, haut es mal in die Kommentare und wir sehen uns gleich wieder und dann stehe ich irgendwo da. Und so sieht sie jetzt fertig aus, unsere Light-Version vom Stempel-Nerd Planer. Wie ich schon gesagt habe, wird es noch eine Premium-Version geben, die wir dann noch ein bisschen hochwertiger verarbeiten, mit noch ein paar kleinen Details, die den Planer dann wirklich alltagstauglich machen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dass ich dieses Video mache, dann schreibt es mir noch am besten gleich hier unter dieses herunter, und umso mehr Feedback ich dazu kriege, umso schneller wird das neue Video zum Stempel-Nerd Planer Teil 2 online kommen. Und jetzt denkt ihr euch, jo, sieht gar nicht so verkehrt aus, bastel ich nach. Ihr rennt in euer Bastelzimmer und stellt fest, Mist, das Stempelset Kreative Tage habt ihr noch gar nicht. Das ist nicht so schlimm. Ich habe hier noch eins. Und das verlose ich in dem Gewinnspiel mit dem Album Memories, was da hinten steht. Guckt euch das Video mal an, ich verlinke es gleich hier oben. Da drin habe ich einen Fehler gemacht, und wenn ihr herausfindet, welcher Fehler das war und mir den schickt an gewinnspiel@stempelnerd.de, dann seid ihr automatisch mit im Lostopf und habt die Möglichkeit, bis zum 31. Juli am Gewinnspiel teilzunehmen und dieses Stempelset zu gewinnen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier nächste Woche weitergeht, dann abonniert doch am besten diesen Kanal. Ich bin Jonas, der Stempel-Nerd. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.